Hallo Madridistas, wie geht's euch? Wir sind bereit für Arabien. Hala Madrid, auf geht's. Hallo Madridistas, wir sind alle bereit für die Reise nach Jeddah zum Supercup. Hala Madrid, wir sehen uns dort. Hallo Madridistas, wir sind schon im Flugzeug, wir fliegen nach Jeddah zum Supercup. Also mit viel Elan, viel Motivation und wir holen uns den Pokal. Hallo Madridistas, wir sind schon im Flugzeug und freuen uns sehr auf das Derby. Hala Madrid. Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das waren ein paar Worte von unseren Jungs vor dem Abflug nach Saudi-Arabien und ich kann euch so viel mitteilen, inzwischen sind unsere Jungs gut gelandet, befinden sich in Jeddah und bereiten sich auf das Halbfinale im spanischen Supercup morgen gegen Atletico Madrid vor, im Derby, ja. Leider muss man aber auch sagen, nicht alle unsere Jungs haben es geschafft. Neben Eder Militao, unserem besten Verteidiger, fehlt auch Kylian Mbappé. Unser bester Stürmer, unser bester Spieler. Real Madrid hat es gestern offiziell gemacht, die Kaderliste bekannt gegeben. Der Franzose wird es nicht schaffen und Real Madrid muss im Supercup auf den französischen Superstar verzichten. Was da los ist und alle anderen Informationen rund um den spanischen Supercup erfahrt ihr natürlich, wie ihr es kennt, in diesem Video. Unter anderem auch, wie viel verdient eigentlich Real Madrid mit diesem Supercup? Lohnt sich dieser Wettbewerb auch finanziell? Ja, und wenn wir schon mal über Finanzen reden, müssen wir ein Thema anschneiden, was gestern auch die deutsche Medienwelt erreicht hat. Denn laut The Guardian und Sky Sport News hat der FC Chelsea sich ja bekanntermaßen von ihrem Trainer Enzo Maresca getrennt. Ja, und ihrem neuen Trainer wollen sie ein Willkommensgeschenk machen und kein kleines. Nein, das größte Willkommensgeschenk in der Geschichte der Premier League. Denn der FC Chelsea ist bereit, die Kassen zu sprengen und den teuersten Transfer in der Geschichte der Premier League zu machen für Vinicius Junior. Was da dran ist, meine Meinung dazu und noch vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie bereits eben im Vorwort erwähnt, unsere Jungs befinden sich bereits in Jeddah in Saudi-Arabien und bereiten sich auf das Derby morgen gegen Atletico Madrid vor. Immer spannende Spiele. Vielleicht kann Real Madrid sich für die 5:1 Klatsche in der Liga revanchieren. Wäre allerdings auch wichtig für Xabi Alonso, wenn man den spanischen Medien vertraut. Ich glaube, wie gesagt, habe ich ja gestern schon gesagt, unser Trainer hat jetzt erstmal einen kleinen Puffer. Ja, ich lasse parallel mal so ein bisschen die Videos laufen, wie unsere Jungs sich gestern auf den Weg zum Flieger begeben haben, wie sie ausgestiegen sind etc. Die wurden in Saudi-Arabien immer freundlich begrüßt. Das ist ja immer das Gleiche. Ja, allerdings kaum hatte ich gestern mein Video online, hat Real Madrid für viele die Hiobsbotschaft vermittelt. Und zwar die Kaderliste wurde bekannt gegeben. Und viele haben verzweifelt und erfolglos nach dem Namen Kylian Mbappé gesucht. Mir war das Ganze eigentlich schon klar. L'Équipe hat berichtet, der Franzose wird 3 Wochen ausfallen. Das Ganze war vor 3 Tagen, also was für eine Wunderheilung haben wir da erwartet. Mir war immer klar, diesen Supercup wird Kylian Mbappé nicht spielen. Inzwischen gibt es wieder erste Gerüchte. Sollte Real Madrid sich fürs Finale qualifizieren, könnte er vielleicht kommen wie damals ein Karim Benzema. Aber daran glaube ich nicht. Ich glaube, der Franzose, L'Équipe hat nicht umsonst berichtet, dass er 3 Wochen ausfallen wird. Also, meine Meinung nach, es war klar, Kylian Mbappé wird nicht spielen. Eine Chance für Gonzalo Garcia. Ich muss sagen, gegen Betis Sevilla hat er die Chance ja mehr als gut genutzt. Mal schauen jetzt gegen Gegner, die nochmal eine Stufe höher sind. Atletico Madrid ist als Mittelstürmer, glaube ich, so mit der schwerste Gegner, den du bekommen kannst. Bin ich mal gespannt, ob der Spanier sich wieder einmal behaupten kann. Ja, aber allerdings waren es nicht nur schlechte Nachrichten, wenn man auf die Kaderliste schaut. Denn unter anderem ein Trent Alexander-Arnold ist zum ersten Mal wieder in einer Kaderliste für Real Madrid. Nachdem Dani Carvajal am Wochenende zum ersten Mal nominiert war, jetzt auch Trent Alexander-Arnold. Allerdings muss ich euch da ein bisschen die Hoffnung nehmen, den Zahn ziehen, denn laut spanischer Medien
ist das nur eine Gemeinschaftssache. Der ist im Endspurt seiner Regeneration. Der muss also nicht unbedingt in Madrid bleiben und jeden Tag mit den Physios hart arbeiten. Er soll Teil des Teams sein, Teil der Gemeinschaft. Allerdings soll er nicht spielen, weder gegen Atletico Madrid noch in einem hypothetischen Finale. Wie es mit Dani Carvajal aussieht, werden wir sehen. Das zweite Mal, dass er im Kader steht. Wenn ich mir die Trainingsvideos anschaue, da finde ich schon eine gute Intensität. Aber ich sage zu Dani Carvajal, zu Trent Alexander-Arnold und zu Kylian Mbappé, zu allen drei sage ich genau das Gleiche. Bitte kein Risiko. Es ist nur der spanische Supercup. Es ist ein Wettbewerb, der ist natürlich wichtiger als ein normales Saisonspiel. Also ja, allerdings ist mir persönlich der Wettbewerb bei weitem nicht so wichtig wie eine Liga, wie eine Champions League. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen unwichtiger als der spanische Pokal. Deshalb kein Risiko, die Saison ist noch lang. Ich habe keine Lust, den Rest der Saison wieder ohne rechten Verteidiger und ohne Kylian Mbappé dazustehen. Ja, ansonsten für euch noch die Information. Heute wird Real Madrid das Abschlusstraining haben um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Circa eine Stunde vorher, um 17:15 Uhr, wird Xabi Alonso die Pressekonferenz geben. Bin ich mal gespannt, ob unser Trainer Informationen gibt rund um den spanischen Supercup. Ja, heute Abend dann um 20 Uhr das erste Halbfinale Barcelona gegen Athletic Bilbao. Morgen dann wir um 20 Uhr unser Halbfinale, das Derby gegen Atletico Madrid. Und natürlich werde ich ein Live-Watch-Along mit euch machen, eine Watch-Party. Schreibt es euch auf, markiert es euch im Kalender. Morgen sehen wir uns so ab 7:30, 7:45 auf diesem Kanal. Ich freue mich riesig. Ja, allerdings müssen wir uns jetzt auch fragen, sportlich habe ich ja diesen Wettbewerb schon eingeordnet. Wie sieht es denn finanziell aus? Lohnt sich das Ganze für Real Madrid? Und da habe ich die Information für euch. Wie viel kriegt Real Madrid? Wie viel kriegt der FC Barcelona etc.? Hören wir uns das zusammen einmal an. Es werden 21 Millionen Euro verteilt, obwohl der Vertrag des Verbandes über 40 Millionen liegt. Aber wir haben ja schon gesagt, dass die Hälfte an die Verbandsvereine geht. Erste, zweite und dritte Liga. Was das Antrittsgeld angeht, kassieren Real Madrid und Barca am meisten. Sie haben einen Festbetrag von 6 Millionen Euro. Es stimmt, dass der Verband in den letzten Jahren mit Madrid und Barca gesprochen hat. Und von diesen 6 Millionen haben sie etwas an die anderen beiden weitergeleitet. 200.000 Euro. Aber dieses Jahr hat Real Madrid gesagt, nein, das ist, was sie unterschrieben haben. In der Ära Rubiales wurde dieser Festbetrag vereinbart, also gebe ich da weder Madrid noch Barca die Schuld, sondern dem, der es unterschrieben hat. Genau. Oder dem, der gesagt hat, dass diese Verteilung so gemacht werden muss. Also sind es mehr als 6 Millionen Euro für Madrid und Barca, etwas mehr. Atletico Madrid erreicht nicht die 2 Millionen Euro und der Athletic Club de Bilbao 850.000 Euro. Das sind die Festbeträge. Achtung, jetzt kommen die variablen Beträge. Wenn du den Supercup gewinnst, gibt es 2 Millionen Euro mehr. Wenn du Zweiter wirst, 1,4 Millionen Euro mehr und für die anderen beiden 800.000 Euro. Ja, ihr habt es gehört. Der Real Madrid und der FC Barcelona bekommen mit Abstand am meisten für diesen Supercup, jeweils 6 Millionen fix. Atletico Madrid 2 Millionen fix, Athletic Bilbao 850.000 und danach, je nachdem wie weit du kommst, der Gewinner kriegt nochmal 2 Millionen mehr, im besten Fall also 8 Millionen Euro. Und ich weiß, es gibt viele, die jetzt sagen, wie unfair, die eine Mannschaft kriegt mehr, die andere Mannschaft kriegt weniger. Ja, allerdings ist das natürlich auch eine Frage der Zuschauer. Welche Mannschaft bringt die Fans ins Stadion? Welche Mannschaft verkauft die TV-Rechte? Ja, seien wir mal ganz ehrlich, ein Real Madrid gegen FC Barcelona wird auf der Welt durchaus mehr geschaut als ein Atletico Madrid gegen Bilbao. Deshalb sind die Spiele auch so aufgeteilt, dass man immer, wenn möglich, so viel von Real Madrid und FC Barcelona sehen kann. Das sind nun mal die Mannschaften, die die meisten Fans in der spanischen Liga interessieren oder auch weltweit. Daher auch die meiste Kohle. So funktioniert nun mal das Sportgeschäft, in dem wir leben. Ja, ansonsten noch eine schlechte Information, wenn wir schon mal dabei sind. Sollte Real Madrid sich für das Finale qualifizieren, wartet der erste Gegner schon. Und zwar ist das weder der FC Barcelona noch Athletic Bilbao. Nein, denn Munuera Montero wurde für seine überragenden Leistungen belohnt und darf das Supercup-Finale pfeifen. Also
Das spanische Schiedsrichterkomitee ist anscheinend mit den Leistungen von Monueda Montero zufrieden. Ich erinnere daran, das ist der Schiedsrichter, der Jude Bellingham für sein Fuck-Off vom Platz gestellt hat. Ich vermute mal, ein Monueda Montero ist gestern in seinen Garten gegangen und hat mit der Figur Lionel Messi, die er da drauf gemalt hat, an seine Wand gefeiert. Herzlichen Glückwunsch, Monueda Montero. Der erste Gegner für Real Madrid in einem hypothetischen Finale steht also bereits fest. Ja, das war's alles, was ihr um den spanischen Supercup wissen müsst. Konzentrieren wir uns jetzt auf das Hauptthema dieses Videos und das heißt Vinicius Junior. Denn zunächst einmal hat The Guardian die Information gebracht und auch Sky Sport News in Deutschland hat diese Informationen verifiziert. Hören wir da zusammen einmal rein. Jetzt also good luck und erstmal einen guten Start dann eben an der Stamford Bridge und vielleicht kriegt er noch ein Geschenk. In gewissermaßen ein nachweihnachtliches Geschenk, einen absoluten Topstar serviert. Ja, wen sehen wir hier? Wir sehen hier den neuen Trainer der Blues, Liam Rossignol, und wir sehen Vinicius Junior, neuer Trainer. Die Frage, auch ein neuer Superstar, denn der Guardian berichtete zuerst, dass Chelsea vorhaben soll, 155 Millionen Euro zu bieten für ihn an Real Madrid. Das hatte zur Folge, dass der Kollege Berger und ich heute mit Real Madrid in Kontakt waren und auch mit unseren Chelsea-Quellen. Wir können sagen, ja, es gibt tatsächlich die interne Idee beim FC Chelsea, sich mit Vinicius Junior zu befassen. Er hat ja nur noch einen Vertrag bis 2027 bei Real Madrid. Ordentliche Saison, hat er schon mal besser aufgedribbelt. Nur 5 Tore und 6 Assists in La Liga, steht meiner Meinung nach im Schatten von Kylian Mbappé. Dazu immer wieder Theater. Er ist verletzt, ist aber. Genau. Aber Fakt ist, Chelsea beschäftigt sich mit dem Thema, aber Real Madrid wiederum hat noch nichts vorliegen, weder verbal noch schriftlich. Und sie gehen nicht davon aus, dass zumindest mal im Januar ein Angebot kommt des FC Chelsea. Ja, ihr habt Florian Plettenberg gehört. Er sagt selber, sie haben sowohl bei Real Madrid als auch bei Chelsea angerufen. Real Madrid hat zwar noch kein Angebot bekommen, keine konkreten Zahlen, erwarten das auch nicht im Januar. Aber auf der anderen Seite Chelsea, ja, die sind interessiert an Vini Junior. Wie denn auch nicht. Aber bevor ich euch meine ganze Einschätzung, meine Meinung gebe und ob er nun verkauft werden sollte oder nicht, lesen wir uns auch die Informationen aus dem Ass durch. The Guardian: Chelsea bereitet 160 Millionen Euro für Vinicius vor. Der englische Club plant einen großen Coup mit dem teuersten Neuzugang der Premier League-Geschichte und will dabei ausnutzen, dass dieser seinen Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert hat und sich von den Fans entfremdet hat, behauptet die britische Zeitung. Die komplizierte Vinicius-Saga nimmt immer größere Ausmaße an. Nachdem seine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten ist, sein einst gutes Verhältnis zu den Fans von Real Madrid angespannt ist und seine Leistungen weit hinter der Brillanz von vor 1,5 Saisons zurückbleiben, erreichten den Brasilianer die ersten verlockenden Angebote. Laut The Guardian, einer der führenden britischen Zeitungen, plant Chelsea eine historische Sommeroffensive und erwägt ein Angebot von knapp 160 Millionen Euro für die Verpflichtung von Vini. In London, wo das seit der Ankunft des amerikanischen Geschäftsmanns Todd Boehly stetig wachsende Budget kein Problem darstellt, sieht man die Situation als strategische Chance, bevor der Flügelspieler in sein letztes Vertragsjahr geht. Ja, und ich glaube, der Artikel geht noch weiter, könnt ihr euch gerne im Ast durchlesen, im Sport, im OK Diario. Alle Zeitungen haben natürlich berichtet, auch in Sky Sport News. Ich blende das mal ein. Also alle haben die gleiche Information, nehmen als Quelle The Guardian. Aber wie ihr gehört habt, eben bei Sky Sport News, auch die selber haben nochmal telefoniert und ja, positive Antworten bekommen. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt ja aus England sehr oft Fake News, aber diese Nachricht halte ich für ernst. Und ich glaube auch, das wird bei weitem nicht die einzige Anfrage für ein Vini Junior bleiben. Also, es ist offensichtlich, wir reden über einen der besten Fußballer der Welt, der in 360 Tagen quasi mit jedem Verein dieser Welt gratis verhandeln darf. Vinicius' Vertrag endet 2027. Das Normalste der Welt ist, dass alle großen Vereine der Welt 2026 bei Real Madrid anklopfen und sagen, hör mal, wollt ihr noch mal Geld mit dem Brasilianer verdienen, dann müsst ihr den diesen Sommer verkaufen. Also
Diese Angebote, das war wahrscheinlich das erste, aber nicht das letzte. Also, wir reden über einen der besten Fußballer der Welt. Wir reden über einen Ballon d'Or-Sieger. Und ich weiß, bevor ihr mich in den Kommentaren erschlagt, der hat den Ballon d'Or nicht gewonnen. Für mich hat er den gewonnen. Für mich war das ein Riesendiebstahl. Aber der hat von mir aus The Best gewonnen. Wir reden auf jeden Fall über einen der besten Fußballer der Welt. Und es ist normal, dass andere Vereine sich für den interessieren, wenn seine Vertragssituation bei Real Madrid so aussieht, wie sie aussieht. Deshalb möchte ja Real Madrid, wenn es nach denen geht, schon seit über einem Jahr diesen Vertrag endlich verlängern, damit nicht diese Unruhe im Verein entsteht. Allerdings muss man auch zugeben, Vini Junior durchlebt wohl seine komplizierteste Phase, seit er bei Real Madrid ist. Ja, zumindest seit seine Leistungen so angestiegen sind. Vorher war er ja gerne ein Meme, über ihn wurde sich lustig gemacht, nicht von Real Madrid, sondern von den spanischen Medien. Bis er auf einmal ein Ballon d'Or-Kandidat, Sieger meiner Meinung nach sogar geworden ist, bis er in 2 Champions-League-Finalen getroffen hat, bis er Real Madrid zum Triumph geführt hat. Ja, und seitdem ist das jetzt seine schwerste Phase. Er ist tatsächlich in 2 Heimspielen am Stück im Santiago Bernabéu ausgepfiffen worden, war sehr unglücklich darüber. Ich glaube, das kann ich allerdings verstehen. Und seien wir ehrlich, seit 1,5 Jahren ist ein Vini Junior nicht wiederzuerkennen. Immer wieder hat er mal ein gutes Spiel, eine gute Halbzeit, gute halbe Stunde, wie am Wochenende gegen Betis Sevilla. Aber dieser konstante Vini Junior, der über 90 Minuten seine Gegenspieler zermürbt hat, Spiele entschieden hat, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Und das ist auch mein allererster Gedanke. Mein größter Wunsch ist, dass ich meinen Vini Junior wieder zurückbekomme. Mein Vini Junior, der im Champions League Halbfinale Joshua Kimmich schwindelig gespielt hat, der im Supercup-Finale gegen Barcelona einen Hattrick geschossen hat. Dieser Vini Junior, der beste Fußballer der Welt war. Ja, also das ist mein größter Wunsch. Und mein zweiter Wunsch, dass er im Laufe des Alters, der wird ja auch älter, ein bisschen ruhiger wird. Aber muss ich auch ganz ehrlich zugeben, viele scheinen das nicht zu bemerken, ich schon, ein Vini Junior ist schon deutlich ruhiger als noch letztes Jahr oder davor, da war es noch schlimmer. Ich glaube, ich erinnere mich an keine einzige gelbe Karte in der kompletten Hinrunde bei Real Madrid, die er wegen Meckern bekommen hat. Vielleicht habe ich eine übersehen, aber wir reden hier über maximal eine gelbe Karte oder von mir aus 2, die ich übersehen habe. Letztes Jahr um diese Zeit waren es wahrscheinlich 12 oder 13. Also ein Vini Junior ist schon deutlich ruhiger geworden. Ist er da, wo ich ihn am liebsten hätte? Noch nicht. Aber er ist ja auch noch 25. Also ich glaube auch, im Laufe der nächsten Jahre wird er noch ruhiger werden. Ja, also wenn ich einen Vini Junior habe, dessen Entwicklung mir charakterlich gefällt, seine fußballerische Entwicklung allerdings nicht, bin ich ganz ehrlich. Seit 1,5 Jahren sehe ich einfach nicht den Vini Junior, den ich gerne hätte. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch finanziell an Real Madrid denken. Sollten wir den alten Vini Junior nicht wieder zurückbekommen, sollte der Vini Junior trotz alledem darauf beharren, der Bestverdiener bei Real Madrid zu sein, sollte er weiter für Unruhe sorgen mit diesen Vertragsgesprächen, mit Unruhe im Kader für Xabi Alonso etc. Sollte diese Unruhe im Verein bleiben und sollte eine Mannschaft am Sommer 160 Millionen oder mehr bezahlen, und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das auf diesem Kanal sage, sollte Real Madrid wirklich über so einen Transfer nachdenken. Real Madrid ist nicht City, Real Madrid ist nicht Paris Saint-Germain. Wir können es uns nicht leisten. So ein Wirtschaftsgut, im Endeffekt ist Vini Junior leider, so muss man das sagen, ein Wirtschaftsgut für Real Madrid, kann Real Madrid sich nicht leisten, umsonst gehen zu lassen. Wir reden hier über 160 Millionen Euro. Für eine Mannschaft wie Real Madrid ist das enorm viel Geld. Dazu kommt auch noch, dass er auf einer Position spielt, die wir zunächst einmal kaderintern schon lösen könnten. Also ich kann mir gut vorstellen, Kylian Mbappé als linken Flügel zu sehen, Rodrigo als linken Flügel zu sehen. Weiß Gott, vielleicht können wir auch einen Kenan Yildiz für etwas günstigeres Geld holen. Ich glaube, Juventus holt gerade den Chiesa wieder zurück. Vielleicht sind sie verhandlungsbereiter für einen Kenan Yildiz. Aber das ist ein Thema, da können wir ein anderes Video drüber reden. Dann könnten wir den gut besetzen. Ja, vielleicht, wenn Kylian Mbappé dahin geht, haben wir ja auf der 9 auch Platz für einen Erling Haaland. Aber das sind Träumereien der Zukunft. Das kann jeder für sich entscheiden, was er da bevorzugt. Allerdings braucht Real Madrid auf anderen Positionen deutliche Verstärkungen. Meiner Meinung nach im Spielaufbau, in der Innenverteidigung brauchen wir neue Spieler. Und wenn ein Vini Junior
160 Millionen in den Kassen lässt oder mehr, kann natürlich Real Madrid auch vielleicht einen Vitinha angreifen etc. Also Transfers, die Real Madrid teuer zu stehen kommen würden. Ja, wie gesagt, um es nochmal ganz klar zu formulieren, Wunsch Nummer 1, Vini Junior wird wieder der Alte, entwickelt sich charakterlich weiter, das macht er schon. Dann ist mir egal, ob Chelsea 160, Saudi-Arabien 300 bietet oder was auch immer, dann möchte ich Vini Junior behalten. Sollte allerdings dieser Transfer hickhack hingehen und er bringt auch nicht mehr die Leistungen auf den Platz, muss eine Mannschaft wie Real Madrid, ein Unternehmen wie Real Madrid, darf sich so eine Chance meiner Meinung nach nicht entgehen lassen. Ich bin gespannt, ob ich jetzt in den Kommentaren wegen meiner Meinung erschlagen werde. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung zu meiner Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, beeil dich, dann schaffst du es noch unter die ersten 20.000. Wie das wächst, ist unglaublich. Also vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Ja, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!